Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen unser grenzüberschreitendes, in deutscher Sprache absolvierbares Fernstudium vorstellen zu können, mit dem Sie zeit- und ortsunabhängig promovieren können. Es handelt sich um eine Promotion, die auf der 3. Stufe von Bologna absolviert wird. Das heißt, der Doktorgrad kann in die öffentlichen Urkunden eingetragen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einige Schritte auf dem Weg zur Promotion. Erstens, wir stimmen mit der Universität ihr Forschungsthema und den Titel ihrer Forschungsarbeit ab. Das gelingt auf Grundlage eines PhD-Research-Konzeptes, wofür wir Ihnen auch eine entsprechende Vorlage zur Verfügung stellen. Haben wir den Titel Ihrer Forschungsarbeit und die Aufnahme in eines der akkreditierten Programme der Universität abgeklärt, ersuchen wir Sie, an den Grundlagen der Dissertation zu arbeiten. Die Grundlagen der Dissertation sind eine bessere Darstellung dessen, was Sie dann später zur Dissertation vertiefen wollen. Wie ich schon gesagt habe, kann Ihre Forschungsarbeit und auch die nachfolgenden Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache absolviert werden. Aber damit wir Sie in das Programm auch aufnehmen können, müssen wir neben dem Forschungsthema und dem Titel, in dem Sie promovieren wollen, auch dahingehend überprüfen, wobei das ist ein hartes Wort, ob sie die Promotionsreife erfüllen. Das heißt, der Zugang zum Promotionsprogramm erfolgt über ein abgeschlossenes Regelstudium auf der Stufe 2 von Bologna. Das sind Masterstudien oder auch Diplomstudien an Universitäten oder auch gewisse Diplomstudien an Fachhochschulen. Also erstens Promotionsreife überprüfen und den Titel mit der Universität abstimmen. Dann an den Grundlagen der Dissertation arbeiten und diese präsentieren Sie vor einem Promotionsausschuss der Universität. Danach beginnt ein zweiter Teil. Dieser zweite Teil dient dann dazu, Ihre Forschungsarbeit zur Dissertation auszubauen und die von der Universität verlangten Prüfungen abzulegen. Das sind 5 Prüfungen. 3 Prüfungen sind in der Regel Essays, wo Sie aus einer Liste von vorgegebenen Büchern eines aussuchen und ein Kapitel aus diesem Buch dann reflektieren. 2 der Einsendeaufgaben sind Zusammenfassungen von vorgegebenen Büchern. Es kann sein, dass Sie auch eine Prüfungsleistung erbringen müssen, den Nachweis der englischen Sprache. Hier geht es aber nicht darum, dass wir die Grammatik prüfen wollen oder Ihre Satzstellung verbessern möchten, sondern dass Sie uns nachweisen können, dass Sie mit englischen Quellen umgehen können, also dass Sie für Ihre Forschungsarbeit auch in der Lage sind, die eine oder andere englische Quelle zu nutzen. Wir wollen Sie ja in Ihren Quellen nicht einschränken. Als weitere Prüfungsleistung müssen Sie uns 3 Publikationen nachweisen, wobei diese Publikationen in der Regel Teilaspekte Ihrer Dissertation schon abbilden. Ihre Dissertation wird ja, wie man heutzutage solche Arbeiten gliedert, eine Einleitung haben, einen Hauptteil Theorie, einen Hauptteil Empirie und dann eine Zusammenfassung haben. Und da können wir einzelne Forschungsleistungen, zum Beispiel Ihre theoretischen Grundlagen, in einem wissenschaftlichen Artikel der Öffentlichkeit vorstellen. Wir haben entsprechende Publikationsorgane. Ein Publikationsorgan ist zum Beispiel die interdisziplinäre Zeitschrift meiner Hochschule. Es gibt die Publikationsorgane, auch ein Online-Organ der Unibit, an der Sie ja schlussendlich promovieren, und es gibt darüber hinaus die Wiener universitären Schriften. Das heißt, weder das Publikationserfordernis noch die Einsendeaufgaben sind unlösbare Hürden auf dem Weg zum Doktorat. Insbesondere auch daher nicht, weil ein sehr engagiertes Team, eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, Sie durch den ganzen Prozess begleiten. Von der Erstellung Ihres Forschungskonzeptes, auf dessen Grundlage Ihnen der Titel zugewiesen wird, den Sie sich natürlich schon selber geben können, aber der mit der Universität akkordiert wird, bis zur Verdichtung zu den Grundlagen, das Einsammeln aller notwendigen Dokumente. Hier gibt es eine eigene Aufstellung, was notwendig ist, wie einen Lebenslauf und einen Reisepass und so weiter. Dann die Präsentation der Grundlagen vor dem Promotionsausschuss, womit sozusagen der erste Teil des Promotionsvorhabens abgeschlossen wird und danach der zweite Teil, wo Sie begleitet, auch wiederum von unserem Team an der Universität eingeschrieben, Ihre Dissertation ausbauen bis zum endgültigen sozusagen Produkt, während Sie auch die Einsendeaufgaben lösen, Ihre Publikationen nachweisen.
Sind Sie mit Ihrer Dissertation fertig? Haben Sie Ihre Einsendeaufgaben abgeleistet und Ihre wissenschaftlichen Artikel nachgewiesen? Werden Sie Ihre Arbeit vorverteidigen? Das geschieht auch online. Hier macht sich dann die Universität ein eigenes Bild über Ihre Forschungsleistung und auch darüber, dass Sie die Dissertation selber verfasst haben. Sie schreiben eine Zusammenfassung der Dissertation, das sogenannte Author Summary, und die Dissertation als solche selber ausreichend gebunden wird eingereicht und dann vor Ort in Sofia auch endverteidigt. Das ist auch der einzige sozusagen Fixpunkt, den Sie nicht zeit- und ortsunabhängig beeinflussen können, Ihre Endverteidigung in Sofia. Danach sind Sie dann auf der dritten Ebene von Bologna promoviert. Jetzt werden Sie mich noch nach den Kosten fragen. Die Studiengebühren senden wir Ihnen auf Nachfrage gerne zu, wie auch alle weiteren Informationen zum Programm. Wir bieten auch immer wieder Informationsabende an und Sie finden jede Menge Informationen über unser Programm auch im Internet. Wenn Sie daran interessiert sind, schicken Sie uns ein E-Mail und wir treten mit Ihnen in Kontakt. Wir freuen uns darauf. Dankeschön.